Ich bin Malik Musa. Ich bin Ahmed. Ich bin Zehna. Ich bin Zeynep. Ich bin Esma. Ich bin Adem. Ich bin Rana. Ich bin Miriam. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir sind auch wieder da, nach einer etwas längeren Pause als geplant. Sorry dafür. Ich wollte zwar im Monat Ramadan eine kleine YouTube-Pause einlegen, dass sie jetzt doch etwas länger geworden ist. Ja, habe ich nicht geplant, aber gut, dafür bekommt ihr jetzt einen etwas längeren Vlog, denn hier und da habe ich auch ein bisschen was mitgefilmt. Vor allem, ja, war relativ viel los. Wir hatten mehrere Drehs, unter anderem war ich bei der Sendung Five Souls zu Gast. Und zwar haben wir dort über das Thema Mütter, wie viel Aufopferung ist noch gesund gesprochen. Ja, ich war dort zu Gast. Das Ganze gibt es auch auf YouTube. Ich werde euch den Link in die Infobox packen, dann könnt ihr euch gerne die Sendung anschauen. Wir reden in dieser Woche über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und das aber auch extrem emotionsgeladen ist. Wir reden übers Muttersein. Ich kann mich halt nicht durch 8 teilen. Von daher haben da zum Glück auch die Kinder das Verständnis, dass ich halt nicht überall gleichzeitig da sein kann. Ich habe ja keine Kinder, aber ich sag jetzt schon, ich habe auf jeden Fall eine Kinderbetreuung, wenn ich jemals Kinder habe. Das habe ich ja schon zu meiner Mama gesagt und meine Mama sagt dann immer, brauchst du nicht, kannst du mir geben. Deswegen kannst du auch jetzt ein Wörtchen kriegen, ich passe auf die auf und deswegen alles gut. Ich brauche, glaube ich, sehr viel Zeit für mich. Ich habe auch eine sehr, sehr gute Beziehung zu meiner Mutter. Und sie ist halt so, ja, meine beste Freundin schon immer gewesen, bis heute. Ich sehe so viele Mütter, die echt ihr Bestes geben. Und jede Mutter gibt ihr Bestes. Das ist erstmal das Erste. Ja, also wenn es euch interessiert, was ich denn da so alles gequatscht habe mit noch 4 weiteren Frauen, dann schaut es euch gerne an. So, sorry, falls die Lichtverhältnisse so spinnen, aber hier ist ja, das Berliner Wetter ist ja aktuell so, ne? Mal Sonne, mal Regen, mal Gewitter. Jetzt kommt die ganze Zeit die Sonne. Ich glaube, ich habe das Reden verlernt. Jetzt habe ich so lange nicht mehr mit euch gequatscht. Jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß nicht mehr, wie man sich mit euch unterhält. Aber ich habe euch auf jeden Fall vermisst. Und ich freue mich jetzt wieder, ja, durchzustarten. Ihr könnt immer wieder gerne in den Kommentaren schreiben, was euch dann so interessiert. Ne, ihr wisst, ich mache mal alles ganz spontan und nehme euch hier und da im Alltag mit. Ja, das ist denn noch alles passiert. Unter anderem ist unser Eichhörnchen. Wir haben ja hier im Garten immer Eichhörnchen, weil wir haben hier nämlich ganz viele große Tannen und hier leben ja ganz viele Eichhörnchen. Wir haben ja auch einen Walnussbaum, davon ernähren sie sich und wir freuen uns jedes Mal, weil wir die immer hier auf der Terrasse sehen und so. Das ist immer total süß. Als wir das Eichhörnchen dann tot aufgefunden haben, das haben wir dann beerdigt neben der Babykatze. Ne, Luna hatte ja vor 2 Jahren hatte sie ja 4 Babys bekommen und eins davon ist ja direkt nach der Geburt gestorben. Ja, sogar letzte Woche mussten wir eine Taube beerdigen. Auch die ist vom Baum gefallen, lag dann tot bei uns im Garten. Also ja, langsam wird so Friedhof, unser Garten Friedhof der, ja, der Tiere, die hier so in unserem Garten sterben. Wir beerdigen aber ihn neben unserer Babykatze. Da muss ein bisschen tief machen. Aber wir haben ja hier keine Wildtiere, die so irgendwie so ausgraben oder sowas. Ne? Oh, armer Schatz. Wollt ihr schon mal Blumen pflücken? Ja. Ja. Das Baby. Oh, schon eine Blume gefunden? Okay.
Ja, was denn das für eine Decoration? Tam bir tempel yaptın sen. Ja, Dings. Sieht aus Ja. wie ein Jami. Warte. Ja, nicht, dass da Adem wieder drauf fällt auf die Spitzendinger. Ne? Ich glaube, die wollen uns nicht nochmal aufspießen, oder? Ja, es war viel los. Wir hatten unter anderem viele türkische Medien zu Gast. Was heißt denn viele? Wir haben einmal hatten wir Anadolu Ajansı bei uns zu Hause. Das ist eine türkische Medienagentur. Das kann man mit der deutschen dpa vergleichen. Das heißt, wenn die irgendwelche Nachrichten oder sonst irgendwas aufnehmen, sind die eigentlich immer dazu da, das dann so überall zu verbreiten sozusagen. Und ja, eigentlich war das eine spontane Sache, weil das ein Bekannter meines Mannes war, der uns angesprochen hatte, dass ja sein Bekannter da Interesse hätte, uns zu interviewen. Wir dachten, das wird irgendwie nur für eine Zeitung oder so. Naja, der kam dann halt mit einer Kamera an und was ist? Ich musste ein Interview geben, das erste Mal auf Türkisch. Das war vielleicht was. Also erste Mal musste ich so ein Interview, ich meine, ich rede ja viel Türkisch, ne? Aber wenn es dann so darum geht, so ein Interview zu geben, ich musste mich so extrem konzentrieren, weil ich wollte halt alles richtig sagen und keine Fehler machen und das war halt so schwierig. Daher könnt ihr mal ein bisschen sehen, was ich da so gequatscht habe. Auf jeden Fall, ja, war das ganz nett. Ja, das Ganze wurde dann in verschiedenen türkischen Medien ausgestrahlt, unter anderem halt auch im Fernsehen, bei den Nachrichten, also unter verschiedenen türkische TV-Sender, verschiedene Zeitungsberichte, unter anderem war es auch in arabischen, ja, auf Arabisch übersetzt und noch, also man weiß halt nicht, wo das dann überall landet, aber soweit ich weiß, übersetzen sie es sogar bis zu 13 verschiedenen Sprachen. Ich kann euch ja gerne mal den Beitrag, auch den verlinken. Der ist dann halt auf Türkisch. Also für die gerne mal was auf Türkisch lesen oder sehen wollen, dann könnt ihr natürlich auch in die Infobox vorbeischauen. Böyle daha iyi. Evet. Kısaca kendisini tanıtır mısınız? Benim adım Roxana. Polonya'da doğdum. Almanya'da yaşıyorum. Evet. Benim işte 8 tane çocuklarım var. Evet. Çocuklarınız 8 tane. İlki nasıl tanıştınız eşinizle? Hikmet Bey'le nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Ben gençliğimde şeyde çalışıyordum. Türkçe ne demek? Pizzeria, pizza lieferservice deniliyor. Orada çalışıyordum. Orası geliyor. O dönemde medya bayağı bir sizi göz önünde bulundurdu. Sizin için nasıl bir hayattı o bir sene? Bayağı bir sizin medyada yer aldınız. Sizin için nasıl bir hayattı o dönemde? Ja, es hat ja schon im Krankenhaus angefangen. Das hat sich rumgesprochen, dass da eine Frau liegt mit Sechslingen im Bauch. Ja. Und dann war natürlich da täglich Mediendrang und der Arzt kam und hat immer wieder gesagt, Frau Temes, da ist halt jemand und so weiter. Und wir haben halt gesagt, biz böyle bir şey istemiyoruz. Evet. Çünkü bei uns ging alles um Leben und Tod. Wir haben ja nur jeden Tag, her gün, böyle her günden sonra şükrediyorduk. Çünkü evet. Ich lag zwar im Krankenhaus danach und wir wollten ja so lange wie möglich die Kinder im Bauch behalten. Dementsprechend sind die ja dann auch fit, ja. Ne? Weil zu früh, desto früher, desto schlimmer für die Kinder. Ne? Deswegen war uns halt wichtig, ja, dass wir das jetzt schaffen. Wir haben uns ja schließlich für die Kinder entschieden. Ne? Zwar habe ich gesagt, ne, egal was kommt, das akzeptieren wir, aber wir waren halt, ne, desto länger die im Bauch sind, desto besser sind die Chancen, dass es den Kindern gut geht. Und das war halt dieser Kampf die ganze Zeit im Krankenhaus. Und das war ja auch nämlich, ich habe ja danach das Krankenhaus ja gewechselt und haben dann einen sehr guten Professor Henrich aus der Charité gefunden. Und dann hatte sich der andere Arzt aus dem Krankenhaus, wo ich das erste Mal da war, bei meinem Arzt gemeldet
Und er meinte dann zu ihm, warum er mich denn unterstützt. Also weil er hat dann direkt gesagt, bleiben Sie hier im Krankenhaus, das ist dann für Sie ruhiger. Ne, dann ist man immer unter Beobachtung. Ich meine, die Ärzte konnten eh nichts machen. Also die haben auch nichts gemacht. Man konnte weder ein CT machen, man konnte nicht überprüfen überhaupt, wie es den Kindern geht. Ja, die haben halt wirklich nichts gemacht. Das war halt einfach so, ja, hier im Krankenhaus einfach Ruhe. Wenn irgendwas sein sollte, dann sind die Ärzte halt direkt da. Und er hat ihn kritisiert und meinte, warum er mich denn aufgenommen hat und lebenserhaltende Maßnahmen sozusagen macht. Ich hätte die Frau draußen rumlaufen lassen, damit damit die Familie von der Situation gerettet ist, damit ich also früher die Fehlgeburt habe und die Kinder nicht bekomme. Also es war richtig ganz frech von ihm. Und er hatte damals nämlich auch dann sich geäußert in einem Artikel, der wurde auch befragt, ne, weil wir wollten mit den Medien nichts zu tun haben in dem Zeitpunkt. Wir haben dann, als die Sechslinge dann auf die Welt gekommen sind, haben wir halt nur erlaubt, weil das Krankenhaus hatte natürlich diesen Druck von außen und wir haben halt erlaubt zu sagen, okay, dann sagt, dass da die Sechslinge geboren sind, aber nicht wer wir sind, also nichts über uns. Und da war ja die Pressekonferenz und da wurde halt über die Kinder gesprochen, aber nicht wer wir sind und auch nicht wie die Kinder entstanden sind. Und dann war es halt so, ich kann mich noch erinnern, weil ich war ja noch im Krankenhaus. Wir kamen dann runter und im Krankenhaus war immer dieser große Zeitungsständer mit den ganzen verschiedenen Zeitungen und da war wirklich auf jeder Zeitung Titelseite Sechslinge in Berlin geboren. Und da habe ich mir halt jede Zeitung genommen und das war für mich so witzig zu sehen. Deswegen gehöre ich zu denen, die ja nicht immer so den Medien Glauben schenken. Dann haben wir natürlich wieder unsere Setzlinge gepflanzt, beziehungsweise mein Mann. Ich habe ja keinen grünen Daumen, ich habe keine Ahnung. Ne, wir haben das ja letztes Jahr das erste Mal gemacht und wer unsere Vlogs von letztes Jahr kennt, der weiß, wie glücklich wir waren über unser erstmal eingepflanztes und geerntetes Gemüse. Und auch diesmal haben wir wieder Gemüse eingepflanzt, diesmal sogar ein bisschen mehr. Ja, auch da habe ich ein bisschen was mitgefilmt. Wir haben jetzt sogar heute und gestern und heute ist gerade mein Mann beim Einpflanzen. Das zeige ich euch gerne dann im nächsten Vlog. Wir sind jetzt hier dabei, unser Gemüse zu pflanzen. Was haben wir hier? Scharfe Peperoni. Das wird das. Dann Kürbis. Honigkürbis. Interessant. Das nicht wundern, das sind die Eierschalen. Wir haben nämlich ganz fleißig immer unsere Eierschalen gesammelt. Das ist halt, ist halt wie Dünger. Das ist halt Vitamine für die Erde. Was haben wir hier? Große Tomaten. Ja, das sind hier, aber wir sind noch lange nicht fertig, ne? Was haben wir noch alles? Was kommt noch? Was haben wir noch? Fleischtomaten. Wir haben alles Samen. Das sind die Samen, die uns immer unser einen Nachbar gibt von seinen leckeren, beziehungsweise wir auch einen Teil vom letzten Jahr uns trocknen lassen haben. So, jetzt das. Das habe ich nur Peperoni, das. Hier 2 Reihen. Sind es wieder die roten? Ja. Okay. Ja. Aber mach nicht so viel davon. Wir wollen das ist zwei Reihen große Tomaten. Ja. Wo sind die Gurken? Die Gurken hat noch Zeit. Das kommt ja sehr schnell raus. Ja. Okay, also jetzt mal Tomaten, Zucchini, die Dings. Achso, Zucchini sage ich. Also was fehlt noch? Zucchini. Dann haben wir noch gesagt, die Stangenbohnen. Die haben auch noch Zeit, oder? Die haben auch noch Zeit, ja. Stangenbohnen. Dann haben wir, Gurke habe ich gesagt, Tomate, Peperonis, Kürbis. Was fehlt noch? Erdbeeren haben wir schon gepflanzt, zeige ich auch noch. Genau. Ja, wie gesagt, ne, ich habe halt nicht viel mitgefilmt, hier und da nur ein paar Sachen. Ja, den einen Tag kam Papa an mit Walkie-Talkies, das haben sich die Kinder gewünscht, weil sie super gerne halt hier im Garten so spielen oder weiter mit den Fahrrädern wegfahren und so. Da hat dem Papa dann für jeden sein einzelnen Walkie-Talkie besorgt. Da haben sie sich natürlich sehr, sehr gefreut. Auch da habe ich ein paar Eindrücke mitgefilmt. Lass mich riechen. Zeig ihm. Oh, das ist ja wirklich gut. Zeig mal, lass mich riechen. Hier. Oh, das ist aber wirklich praktisch. Das ist aber wirklich praktisch. Das riecht wirklich gut, ne? What are you doing? Vlogging? Mir lässt du das hässlichste Duft? Nein, das riecht auch gut. What is that?
Hallo, beruhigen. Ja. Alle dran? Ja. Oh, wie toll. Ey, Sascha, du tust meinen Ohren weh. Wie viele sind das? Können wir alle zusammen reden? Wie viele sind das denn? Oh, wie cool. Ich glaube 4. Das halte ich euch die ganze Zeit. Oh. Mach hoch. Ama ne? Dur, kırma hemen bir papakonu. Hier, kırma ihn. Oh, jetzt seid ihr richtig FBI-Agenten. Bro, wir sind Agenten. Ja, was habe ich hier? Kopfhörer. Was ist das? Hä, aber ich bin Buyur Erol abi. Macht man das an? Hier. Einfach, wir haben alle Talkie. Und ich habe jetzt auch noch sowas, das macht man dann an. Wo ist die Stange? Hallo? Hallo? Leute, ihr müsst diese Stange anmachen. Hier, das müsst ihr auch anmachen. Also mein Ladestab. Ihr dürft nichts verlieren. Ah, es gibt das hier müsst ihr auch anmachen. Lass mal gleich testen, wie weit wir entfernen wollen. Ja, habt ihr das hier? Und fällt euch eigentlich was auf? Was ich? Hallo? Nein. Hä? Keine Ahnung, nein. Schuld? Das ist der beste Beweis. Adem? Was hast du gesagt? Aber auch immer alles schuld, was hallo? Oh mein Gott! Alles klar. Ja, genau das meine ich, ne? Ihr wollt irgendwas? Zack, paar Tage später. Wir haben uns ja gestern über den Walkie-Talkies und nachher hat was gesagt. Warte, wir gucken gleich. Aber das sind ja richtig so eine Profi-Dinger, ne? Ja. Ich glaube, durch das Ding, ich glaube, die reichen dann richtig weit. Hallo. Ja, komm her. Ja, ich höre. Sag mal, Zeynep. Also das ist ja cool. Oh, Zeynep, jetzt bist du eine CIA-Agentin. Rede mal hier rein. Dann hatten wir noch einen Dreh, das war auch noch im Ramadan. Und zwar war das für TRT Deutsch. Das Ganze war dann auch auf Deutsch. Da werde ich euch auch jetzt ein paar Eindrücke einblenden. Das hat super, super viel Spaß gemacht. Waren wirklich zwei ganz, ganz liebe Menschen. Ja, die Reporterin heißt auch Rana, wie unsere Rana. Und ja, wir waren uns alle halt sehr sympathisch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ist auch ein sehr, sehr schöner Beitrag geworden. Den Rest des Videos verlinke ich euch auch natürlich. Ist nicht lang, ist halt 3 Minuten. Aber genau, wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, das ist auf Deutsch. Dann auch da ist der Link in der Infobox. Als Roxana vor 12 Jahren schwanger wurde, rechnete sie mit einem Kind, aber sie bekam gleich 6 auf einmal. Mittlerweile macht die Powerpoint-Influencerin-Karriere, managt gleichzeitig einen deutsch-türkisch-polnischen XXL-Haushalt und seit ein paar Wochen tut sie das alles, während sie im Ramadan fastet. Meryem, kannst du? Meryem, kannst du? Küçük olunca kaybediyoruz. Kim nerede? O Sinem. Nerede? Hayır, saklandı o. Ich zeig noch extra, ich mach so. Ich bin mal Usa. Ich bin Ahmed. Ich bin Sascha. Ich bin Zeynep. Ich bin Esma. Ich bin Adem. Ich bin Rana. Ich bin Meryem. Bir daha alabilir miyim? Son bir defa, okay? Als Roxana vor 12 Jahren schwanger wurde, rechnete sie mit einem Kind, aber sie bekam gleich 6 auf einmal. Mittlerweile macht die Powerfrau als Influencerin Karriere, managt gleichzeitig einen deutsch-türkisch-polnischen XXL-Haushalt und seit ein paar Wochen tut sie das alles, während sie im Ramadan fastet. Was für mich kaum vorstellbar klingt, ist für Roxana der ganz normale Alltag, bei dem ich sie und die Berliner Sechslinge heute begleiten darf. Ahmed, bleib ernst. Ja, ich komme. Du bist ja witzig, ich mit 9 Minuten so noch. Hiç yapamadı Ahmet. Ahmed, auch mal nochmal jetzt für mich. Nochmal Ahmet, nochmal. Warte, einmal da und einmal da. Mach jetzt aber richtig ernst, wirklich. Und jetzt kommt. So. Er läuft wirklich immer.
Während ich anfangs noch der Überzeugung war, dass bereits ein einziges Kind eine echte Herausforderung sein kann, weiß ich nun, dass es sogar mit 8 Kindern nicht nur funktionieren, sondern auch harmonieren kann. Gerade zu Festzeiten wie Weihnachten oder Ramadan. Je größer die Familie, desto größer die Freude. Dann war es soweit, der Ramadan war und unser Feiertag, unser Ramadan-Fest oder Bayram, wie man es auf Türkisch auch nennt, war dann da. Und ja, auch da habe ich nur ein paar kleine Eindrücke mitgefilmt. Wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne in dem Video von letztes Jahr reinschauen. Ich finde, das ist auch sehr, sehr schön geworden. Da hatte ich euch auch mitgenommen beim Geschenkekauf. Diesmal nur ein paar kurze Aufnahmen, blende ich euch natürlich ein. Ja, wir haben zum einen natürlich die Großeltern aus der Türkei angerufen per Video, damit wir uns da gratulieren können. Und ansonsten war es natürlich auch wie letztes Jahr mit den Beschränkungen, dass wir halt ja alleine zu Hause gefeiert haben und nicht wie es sonst normalerweise ist, dass man wirklich von Familie zu Familie geht und ganz viele Leute sich treffen und besuchen. Das ist leider dieses Jahr auch ausgefallen. Aber dennoch haben wir das ja unter uns gefeiert und die Kinder beschenkt. Bayramınız mübarek olsun. Mübarek olsun. Sizin de mübarek olsun. Çok bayramda görürsünüz. Amin. Amin. Ja, und als letztes hatten wir letzte Woche den Dreh mit und für Follow Me Reports. Vielleicht kennt ihr das. Das ist auch auf YouTube. Auch da ja, hat super viel Spaß gemacht. War ein sehr, sehr nettes Team. Hier habe ich auch ein paar kleine Eindrücke mitgefilmt. Das Ganze ist wahrscheinlich nächste Woche online. Also sobald das online ist, werde ich euch dann auch nochmal den Link in die Infobox packen. Aber genau, das ist halt noch nicht online. Ich denke, das ist also, soweit ich weiß, Moment, heute ist Montag. Genau, Pfingstmontag ist heute und ich glaube nächsten Mittwoch oder so kommt das. Aber wie gesagt, ich werde es dann, sobald es online ist, auch da in die Infobox packen. Ja, da wurden wir auch einen Tag begleitet und ja, war auch sehr schön. Der Arm bleibt richtig ausgestreckt? Ja. Warte. Warte. Achso, nee. Ja. Von deinem Ding Gut. Ja. Das war nur. Weiter. Ja. Spaß. Cool. Der zweite war viel besser, weil der Name. Ui, was? Voll ins Gelbe. Wow. Wow. Cool. So wieder in das Vloggen reinkommen, ne? Nach so einer längeren Pause ist man da so ein bisschen, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen aus dem Flow. Da muss jetzt wieder ein bisschen reinkommen. Aber ja, wie gesagt, aktuell ist ja jetzt der Stand, dass jetzt so langsam kommen ja so ein bisschen Lockerungen, ne? Also so ein bisschen, jetzt wird es alles ein bisschen lockerer hoffentlich. Wir sind auch bis heute, Gott sei Dank, gesund geblieben. Ja, also ich glaube, so in unserem Umfeld, Familienkreis sind wir, weiß ich nicht, die einzigen, die nicht krank geworden sind. Gott sei Dank.
Ja, inshallah bleibt das auch so. Ansonsten, ja, hoffen wir, dass es jetzt immer ein bisschen besser wird. Ja, wir sind aber viel hier eben im Garten. Wir haben das große Glück, dass wir einen schönen Garten haben. Und ja, ich muss jetzt mir endlich meine Lounge-Ecke besorgen. Das Wetter ist schön, ich will mich draußen hinsetzen. Habe ich immer noch nicht geholt. Die werde ich auch demnächst suchen gehen. Nehme ich euch gerne mit, wenn ihr möchtet. Und genau, ansonsten sind wir viel eben mit dem Garten beschäftigt. Wir überlegen noch, ob wir spontan Urlaub planen oder nicht. Bin mir da echt nicht sicher. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr was geplant habt. Letztes Jahr ist es ja aufgrund von Corona, obwohl wir geplant haben, in die Türkei zu fahren mit Auto, haben wir es dann sein gelassen. Dieses Jahr ist es so, dass wir uns entschieden haben, eventuell spontan, dass wir dann aber nicht fahren, sondern vielleicht fliegen. Wirklich also zu meinen Schwiegereltern da, nach Samsun am Schwarzmeer. Dass wir uns dort eventuell so ein Häuschen am Wasser mieten. Also da sind wir jetzt gerade so zu gucken, was es da so gibt und wie teuer das Ganze wäre, ob wir das überhaupt uns leisten können. Dementsprechend denke ich, wir werden das spontan, aber auch da sind wir jetzt gerade am Schauen. Aber das kriegt ihr dann natürlich mit. Ich halte euch auf dem Laufenden und es geht jetzt auch hoffentlich wieder weiter mit den Vlogs. Ich freue mich, wenn ihr dann natürlich nächste Woche auch wieder dabei seid. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da und auch nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit wir uns auch bei den nächsten Vlogs wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!